Normalerweise veröffentliche ich meine Videos ja chronologisch, so wie wir reisen. Das habe ich jetzt mal geändert, ganz einfach deshalb, wir haben eine Einladung bekommen von einem Camperfreund, den wir schon 25 Jahre kennen. Der feiert hier in Spanien seinen 90. Geburtstag. Darüber möchte ich unter anderem in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Vielleicht noch ergänzen, Wilfried, der 90 wird, fährt noch mit seinem Wohnmobil und Anhänger und PKW hinten drauf immer im Winter hier nach Spanien. Die Plätze, die wir vor diesem Video angefahren sind, über die werde ich natürlich auch noch berichten. Wir sind am Montag, den 8. Dezember vom Area Camper in Mazarrón gestartet und sind jetzt auf der Fahrt zum Oasis Al Mar, einem Stellplatz in der Nähe von Vera. Auf diesem Stellplatz haben wir einen Platz reserviert für eine Woche und dort treffen wir auch unseren langjährigen Bekannten oder Camperfreund Wilfried, der seinen 90. Geburtstag dort feiert. Der Stellplatz liegt in der Nähe der Stadt Vera, gehört zu Andalusien und ist ca. 3 Kilometer vom Meer entfernt. Ich habe über den Stellplatz Oasis Al Mar schon häufiger in Videos berichtet. Ihr findet den Platz auch auf meiner Stellplatzkarte. Dazu auch die Videos oder 2 Videos. Das Ganze ist natürlich schon einige Jahre her, wo ich darüber berichtet habe. Es hat sich inzwischen schon einiges dort wieder verändert. Ich werde da Details dann zeigen. Wir haben jetzt gerade die kleine Stadt Villaricos passiert. Die hat einen schönen Hafen. Und fahren jetzt weiter in Richtung Carucha, parallel zum Meer. Und dann kommt irgendwann die Abfahrt, da geht es dann ins Landesinnere ein kleines Stück und dann kommt der Stellplatz. Zum Stellplatz führt eine schöne breite Straße, aber mit wenig Verkehr. Und jetzt sind wir gleich da, hier auf der linken Seite kommt jetzt der Stellplatz. Ein wichtiger Punkt, dieser Stellplatz hat im Winter, also ab 1.11. geöffnet und dann bis Anfang April. Geführt wird dieser Platz von einem deutschen Ehepaar, und zwar der Gabi und dem Wolfgang. Und den Wolfgang sehen wir jetzt gerade hier links, der kommt hier auf uns zu und begrüßt uns. Ja. Der Platz, wie sagt man, ist gärtnerisch schön angelegt, das werden wir hier gleich sehen. Und das Ganze ist terrassenförmig, so dass man nicht, wenn man aus seiner Frontscheibe rausguckt, vor ein anderes Wohnmobil schaut, sondern dass man in die Landschaft schauen kann. Dieser Platz hat über Jahre viele Stammgäste und davon kennen wir aber auch schon einige. Wir haben einen Platz bekommen im unteren Bereich. Dort stehen überwiegend größere bzw. längere Wohnmobile. In diesem Video geht es nicht nur um den Stellplatz Oasis Al Mar, sondern es geht auch um den 90. Geburtstag von Wilfried. Das sage ich nur deshalb, damit da keine Missverständnisse entstehen. Sowas hat man ja nicht jeden Tag hier in Spanien, deshalb zeige ich das so ein bisschen ausführlich. Es gab ja auch immer wieder in den Kommentaren Anregungen, was wir mal zeigen sollen, und da hieß es auch, zeigt doch mal, wie so der Tag bei euch abläuft oder was so alles passiert. Ja, und das tue ich hiermit dann. Für einen Stellplatz sind die Plätze relativ groß, nicht nur in der Länge, auch in der Breite hat man ausreichend Platz. Später noch ein bisschen mehr zu diesem Platz, jetzt zu dem Geburtstagskind. Hier sehen wir den Hümer, da sind die beiden unterwegs und hinter dem Hümer haben sie noch einen Anhänger mit einem Smart drauf. Ich habe die beiden befragt, ob sie mir ein paar Fragen beantworten wollen vor der Kamera. Damit waren sie einverstanden und da hören wir jetzt mal rein. Jetzt sitzen neben mir Familie Pröscher. Ja. Und wir haben uns vor 25 Jahren kennengelernt. Oder ich muss jetzt mal so weiter sagen, das ist die Christa, das ist der Wilfried.
Und wir haben uns vor 25 Jahren kennengelernt. In Oberstdorf. In Oberstdorf, ganz genau so ist es. Und jetzt sitzen wir zusammen, weil du Geburtstag hast, Wilfried. Ja. 2000 Kilometer weg von Oberstdorf. Ja, genau. Wilfried und Christa, ihr fahrt jetzt nicht erst seit gestern hier nach Spanien, sondern schon viele Jahre. Wir fahren schon seit 15 Jahren etwa. Ja. Fahren wir nach Spanien. Wir wollen einfach den Wetterunbilden des Winters zu Hause entfliehen. Uns bekommt das besser hier, klimatisch. Ja, und deshalb hast du auch schon ein stolzes Alter erreicht, gehe ich mal davon aus. Und zwar, du wirst, wie viele Jahre? 90. Ich werde 90 Jahre alt. Genau. Das soll man gar nicht glauben. Nein. Hätte Aber, nie gedacht. ja, und da muss man dann auch noch da hinzufügen, ihr fahrt nicht nur mit dem Wohnmobil, ihr habt auch noch... Wir haben noch den Smart hinten dran hängen, damit wir vor Ort hier in Spanien beweglich sind. Ja, genau. Und ihr bleibt immer so von bis... Ja, wir fahren jetzt nach Hause. Nach Hause werden wir eine Woche vor Ostern fahren, dass wir Ostern wieder... Nein, ich muss es so sagen, wir wollen dem Osterverkehr zu Hause entrinnen und wollen eine Woche vor Ostern bereits zu Hause sein. Ja, wunderbar. Jetzt mal zu Christa. Christa, fühlst du dich hier auch wohl? Ich fühle mich wie zu Hause hier. Ja. Wenn ich hier vorne reinfahre mit dem Mobil und sehe Wolfgang und Gabi, und da sage ich immer, ich bin zu Hause hier. Und Ja. wir kommen ja schon von Anfang an hierher und fühlen uns einfach wie eine zweite Heimat hier. Ja, schön. Wir sind ja hier auf dem Stellplatz Oasis Almar. Ja. Hat etwa 50 Stellplätze hier. Ja. Und ja, überwiegend sind es ja Stammgäste, glaube ich, hier. Ja, Sind viele Wiederholungstäter genau. hier. Ja. Deshalb fühlen wir uns auch hier wohl, weil man immer wieder dieselben Leute trifft und dieselben Interessen auch haben. Ja. Ja, wunderbar. Ja, das habt ihr auch geplant, für die nächsten Jahre weiterzumachen. Ja. Ja, natürlich. Wenn der Chef mitmacht. Ja, genau. Solange wie es geht, fahren wir. Ja. Viele halten uns für verrückt, aber wir sagen, wir fahren mal los und fahren dann 200 oder 300 Kilometer. Und wenn es nicht mehr gehen sollte mit dem Wilfried oder mit mir auch, dann drehen wir um und wir haben ja unser Bett dabei. Ja, das ist das Schöne mit Das dem ist Reisemobil, das Schöne, ja. dass man flexibel ist und da unabhängig ist. Ja. Und mit 90 Jahren gesundheitlich, wie geht's? Ich sag mal, altersgerecht. Natürlich ist es nicht mehr wie vor 30 Jahren, aber man muss es akzeptieren, das Alter. Ja. Und das tue ich und mache kein großes Wesen draus. Es ist halt so, ich bin 90, fertig. Ja, wunderbar. Dann sage ich Dankeschön, dass ihr mit mir diese Sache hier mal besprochen habt. Und ich freue mich auf das Fest mit dir, auf die Geburtstagsfeier. Wir werden ja hier dann gemeinsam deinen Geburtstag feiern. Genau, da so hast du ist ein es. Lokal ausgesucht, wo wir dann alle gemeinsam, auch hier die Leute vom Platz. Habt ihr ja auch mit eingeladen. Ja, Es wird eine größere Runde, sage ich mal. das habe ich schon gehört. Ja. Also nochmals vielen Dank und alles Gute für die Zukunft. Vielen Ja, Dank. danke schön, Hartmut. Danke. Danke. Nächster Tag, es ist Wilfrieds Geburtstag. Wir gehen hin, um zu gratulieren. So, jetzt stehen wir hier vor dem Wohnmobil von Christa und Wilfried. Wilfried feiert heute ja seinen 90. Geburtstag, feiert das hier mit den Campern zusammen. Und da wollen wir jetzt gleich mal hingehen und wollen natürlich gratulieren und haben auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Darfst die Tasche auch mal umdrehen, Rita? Haben wir extra oder hat unsere Tochter extra angefertigt für diesen Geburtstag. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir da guten Tag sagen können und gratulieren. Es sind schon andere Geburtstagsgäste da, man hört's. Und die sind im Mobil. Jetzt halten wir mal die Kamera rein. Kommt raus, ihr Feichlinge! Ja, da sehen wir die Christa, da sehen wir das Geburtstagskind. Darf ich mal reinfilmen? Ja? Hallo Wilfried!
bist noch etwas weit weg von uns hier oder von mir, sonst hätte ich dir die Hand gegeben. Aber das holen wir gleich nach. Und wir wollen dir gerne gratulieren und haben dir auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Nein! Jetzt hör auf! Ja. Einige Camper hier vom Platz waren genauso wie wir hier schon am Vormittag, um zu gratulieren. Und natürlich gab es ein Glas Sekt. So haben wir angestoßen auf das Geburtstagskind. Ja. Und am Nachmittag sollte es dann weitergehen zur großen Feier. Das Lokal, wo die Feier stattfindet, die Geburtstagsfeier, ist nicht weit entfernt, vielleicht maximal 2 Kilometer. So sind einige mit dem Fahrrad dorthin gefahren, andere hatten ein Auto dabei und sind mit dem Auto dorthin gefahren. Leider war es nicht mehr so warm wie an den Tagen vorher. So war nichts mit kurzer Hose und T-Shirt. Jacke war angesagt. So sind wir mit dem Fahrrad und der Jacke an zum Lokal gefahren. Christa und Wilfried hatten ein Lokal ausgesucht, was in der Nähe ist, sodass man nicht unnötig weit fahren muss. Und so war es für jeden hier zu erreichen. Wie das so üblich ist in Spanien, die Feier findet mehr oder weniger draußen statt. Ich will keinem zu nahe treten, aber ich denke, dass hier wohl fast alle über 60 sind. Einige oder so wie ich sind über 70 und haben wir auch einige dabei, die über 80 sind. Der größte Teil der Gäste ist vom Stellplatz Oasis Almar, aber es sind auch einige von außerhalb mit ihrem Wohnmobil angereist. Wir haben da mal was vorbereitet und ganz, ganz lange geübt. Also bestimmt 15 Minuten. Ja, Minimum. Ja, denke auch. Aber ich denke mal, das, was wir jetzt so darbieten, kennt der ein oder andere und dann ist Mitsingen wirklich erlaubt. Ja, genau. Weil, Zumindest beim Refrain. Zum Beispiel. So, Herr Chorleiter, bitte. Mi, 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 mi. So. 1, 2, 3. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Dass wir beisammen sind, wir gratulieren dir Geburtstagskind. Wilfried hatte sich eine Rede geschrieben für den heutigen Festtag. Den Zettel hat er natürlich im Wohnmobil vergessen, aber es geht auch ohne. Ende des mobilen Reisens. Ich danke euch, dass ihr alle unserer Einladung gefolgt seid, hier ins Cosita, um Paella zu essen. Danke für die Einladung. Ich möchte 3 Dinge noch mal rausstellen. Unsere beiden Häuptlinge, hätte ich beinahe gesagt, Gabi und Wolfgang, die uns jedes Jahr bemühen, im Winterhalbjahr ein Zuhause zu bekommen. Danke, ihr beiden. Kannst du mal die neue Preisliste vorlesen? Dann gehen die alle nach Hause. Zweitens, Hako ist euch allen bekannt unter Hako Video mit bürgerlichem Namen Hartmut Konrad, der immer bemüht ist, uns freie Plätze pünktlich an jedem Freitag um 11 Uhr zu veröffentlichen. Hartmut, danke. Gerne. Und last but not least, da sitzen sie. Ja. Die Bäcker Bärbel und der Rolf.
die bemüht sind, uns mit Essen zu versorgen, mit deutscher Verpflegung, sodass wir nicht völlig abgemagert wieder nach Hause fahren. So, und ansonsten wünsche ich euch guten Appetit. Als Hauptgericht gab es eine Paella, dann gab es noch verschiedene Vorspeisen. Am Ende gab es natürlich auch noch ein schönes Dessert. Für Wolfgang gab es vom Lokal ein besonderes Dessert, eine Torte, eine Geburtstagstorte mit 9 Kerzen. Und nach dem Essen wurde natürlich getanzt. Das Leben kann auch im Alter noch schön sein. Bis in den späten Nachmittag hinein ging die Feier. Vielen Dank dafür an Christa und Wilfried. Alle haben viel Spaß gehabt, Freude gehabt. Ich glaube, das darf ich für alle sagen. Jetzt noch einige Informationen zum Stellplatz. Es gibt eine Fläche oder einen Parkplatz im hinteren Bereich des Stellplatzes. Dort kann man Pkw und Anhänger abstellen. In den ersten Jahren hatte der Stellplatz noch keine Toiletten und Duschen. Das ist jetzt geändert worden. Hier sehen wir die Toiletten, die Toilettenanlage und Abwaschmöglichkeit für Geschirr. Daneben ist die End- und Versorgung großzügig. Und was ich auch gut finde, rechts und links gibt es jeweils einen Einlass für Fäkalien. Also dort kann man seinen Fäkalientank entleeren. Ein großes Rohr geht dort in die Erde jeweils. Waschmaschine und Trockner gibt es hier natürlich auch. Und das kleine Gebäude, was wir jetzt hier sehen, dort sind die Duschen. Ich habe 2014 und auch 2016 jeweils von diesem Stellplatz schon ein Video erstellt. Wer sich das anschauen möchte, ich verlinke das hier mal, der kann da gerne nochmal reinschauen, wie es damals so hier war. Strom gibt es auf diesem Platz, kostet pauschal 4 € pro Tag. Hunde sind erlaubt, Wohnwagen nicht. Es gibt auch die Möglichkeit, hier die spanische Gasflasche zu tauschen. Wer diesen Platz anfahren möchte, der sollte auf jeden Fall vorher anfragen, ob ein Platz frei ist. Eine Camperin hier vom Platz hat ein Lied für Wilfried hier erstellt oder über Wilfried. Das lasse ich hier mal laufen mit ein paar Bildern. Das soll es aber dann von meiner Seite gewesen sein. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal. Oasis, alle staunen sehen. Der Wilfried wird heute 19 Jahre, das glaubt ihm keiner hier. Die Christa schmunzelt, lüftet das Geheimnis gleich. Das ist meine gute Pflege, das ist doch klar, die hält ihn fit, so wunderbar. Wilfried, heut strahlen alle Lichter, denn dein Ehrentag ist da.
90 Jahre weiter Wege, wirklich wunderbar. Wir freuen uns und rufen dann, dass es jeder hören kann. Wilfried, bleib wie du bist, ein lebensfroher Mann. Früher flogst du durch die Lüfte, frei wie der Wind. Heute mit dem Fahren zu Hause locker, wie du so bist. Viele 1000 Kilometer sind für dich kein Problem. Wir alle sagen Danke für dein schönes Fest und wünschen dir natürlich nur das Allerbest. Wilfried, heut strahlen alle Lichter, denn dein Ehrentag ist da. 90 Jahre weiter Wege, wirklich wunderbar. Wir freuen uns und rufen dann, dass es jeder hören kann. Wilfried, bleib wie du bist, ein lebensfroher